Am Montag geht aus einer Veröffentlichung der Website des Internationalen Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor, dass die Zahl der Atomwaffenbestände um 460 zurückgegangen ist. Die dort genannten 9 Atomwaffenstaaten USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea besitzen demnach insgesamt rund 14.935 Atomsprengköpfe. Im vergangenen Jahr sind es noch etwa 15.395. Alleine Russland und die USA verfügen der Studie zufolge über 93% der Atomwaffen. Keiner der Atomwaffenstaaten beabsichtige, sein Arsenal in absehbarer Zeit aufzugeben, heißt es in dem Bericht weiter. Vielmehr investieren die Staaten entweder in die Entwicklung oder die Stationierung neuer Waffensysteme oder hätten die entsprechenden Absichten bekundet. So planen etwa die USA Ausgaben von mehr als 400 Milliarden Dollar über die kommenden 9 Jahre für die Modernisierung ihrer Atomstreitkräfte ein. Nach einigen Schätzungen steigen die US-Investitionen in die Modernisierungsmaßnahmen bis Mitte 2040 auf bis zu 1 Billion Dollar. Nordkorea habe offenbar technische Fortschritte beim Ausbau seines Atomwaffenprogramms erzielt, schreiben die Autoren der Studie. Das kommunistische Land könne demnach bis zu 20 Atomsprengköpfe produziert haben. Es gebe jedoch keine belastbaren Daten, die belegen, dass Pjöngjang Atomsprengköpfe entwickelt habe, mit denen ballistische Raketen bestückt werden könnten. Indien und Pakistan weiten ihre Produktionskapazitäten für die Herstellung von spaltbarem Material aus. Dies könne zu einer deutlichen Ausweitung der Produktion von Atomwaffen im kommenden Jahrzehnt führen.